Herzlich willkommen zu einem weiteren Chrono College Quickie. Bei mir erfährst du alles Wissenswerte rund um die Chronobiologie. Und wie der Name schon sagt, geht es hier kurz und knackig zur Sache. Heute, was ist der RNA-Chronotypentest von BodyClock? Mein Name ist Michael Wieden, meine Passion ist seit 2002 die wissenschaftlich basierte Chronobiologie und wie man deren gewaltiges Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft nutzbar machen kann. In meinem letzten Quickie habe ich euch von den Wegen zur Chronotypenbestimmung erzählt. Heute will ich konkreter auf einen dieser Wege, nämlich die Chronotypenermittlung über den wissenschaftlichen RNA-Haarwurzeltest oder besser Haarfollikeltest der Firma BodyClock eingehen. Zunächst, wie läuft ein solcher Test ab? Bei dem RNA-Test handelt es sich um einen Home-Test. Ihr könnt also die Probenentnahme der Haarfollikel komplett zu Hause durchführen. Zur Probenentnahme selbst will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Da dies zu erläutern etwas umfangreicher ist, habe ich hierzu ein eigenes 30 Minuten Speed-Webinar erstellt, was ihr im Text unten verlinkt findet. Als erstes müsst ihr den Test online bestellen. Er ist unter test.bodyclock.info direkt bei der Firma BodyClock Technologies GmbH bestellbar. Im Gegenzug erhaltet ihr das Testkit auf dem Postwege zugeschickt. Dieses Testkit enthält neben einer genauen Beschreibung zur Probenentnahme folgende Materialien: 2 Probenröhrchen mit RNA-stabilisierender Flüssigkeit, eines als Ersatz, falls mal etwas umkippt oder falls noch ein zweites Mal eine Notwendigkeit entsteht, eine Probe einzuschicken. Eine Karte mit deiner ID zur Registrierung, dazu später noch mehr. Ein Formular zum Ausfüllen der Zeit der Probeentnahme, die ist nämlich wichtig. Alkoholtupfer zum Reinigen von Pinzetten und Schere, eine Lupenfolie zum Erkennen von Haarfollikeln, Beispielfotos von Haarfollikeln zum Vergleich mit deinen eigenen Haarwurzelproben und ein frankierter Umschlag zum Rückversand deiner Probe. Achtung, für das Ausland gelten gegebenenfalls spezifische Versandregeln. Wichtig: Um den weiteren Prozess entsprechend der Datenschutzrichtlinien fortführen zu können, musst du einen Account auf dem BodyClock-Portal anlegen. Hierfür ist die oben bereits erwähnte ID wichtig. Aktuell werden 12 bis 15 Haarwurzelproben benötigt. Es wird daran gearbeitet, die Anzahl der Proben zu reduzieren. Sollte sich in der Beschreibung in der Zukunft also eine geringere Zahl wiederfinden, dann gilt selbstverständlich diese. Tipp: Manche verwenden eine Pinzette, andere die Finger. Beides ist möglich, es ist jedoch darauf zu achten, dass die Finger nicht mit den Haarwurzeln selbst in Kontakt kommen. Mehr dazu in der Beschreibung bzw. in meinem gerade eben schon angekündigten Speed-Webinar. Die in die Proberöhrchen verschlossenen Proben schickst du dann umgehend mittels beiliegendem Freiumschlag zurück an das Labor von BodyClock. Tipp dazu: Warte nicht zu lange damit, am besten innerhalb von 48 Stunden. Die Proben selbst werden im Labor analysiert. Dabei wird die Genexpression, also im weitesten Sinne die Form der Aktivität, von bis zu 25 Tag-, Abend- und nachtaktiven Genen gemessen. Über einen Algorithmus wird dann der sogenannte DILMO oder auch Dim Light Melatonin Onset berechnet. Auch über den DILMO werde ich noch einen separaten Quickie erstellen, das wäre etwas zu aufwendig für nur einen. Wer ihn also nicht verpassen will, abonniert am besten meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So viel schon jetzt: Der DILMO ist der Zeitpunkt, zu dem der Melatoningehalt im Blut konstant einen Schwellenwert von 10 Pikogramm pro Milliliter Blut überschreitet. Dieser Zeitpunkt ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Auf Basis des DILMO wird dann in der Folge dein Chronotyp sowie weitere optimale Zeiten für Schlaf, Arbeit, Essen, Sport etc. ermittelt und dir in deinem persönlichen Ergebnisbericht online zugeschickt. Aktuell werden 2,5 Stunden auf den DILMO aufgerechnet, was dann den empfohlenen Schlafbeginn markiert. Auf Basis des aktuellen wissenschaftlichen Standards wird dann wiederum von einer durchschnittlichen Schlafdauer von 8 Stunden ausgegangen. Wichtig: Es gibt viele irreführende Informationen zum Thema empfohlene Schlafdauer, leider auch von wissenschaftlicher Seite. Fakt ist, es gibt keine bessere und sinnvollere Empfehlung als Ausschlafen. Alles andere ist suboptimal und sollte, wenn nötig, in einem professionellen Chrono-Coaching abgeklärt werden.
Auch hierzu findest du Infos wie auch einen Artikel zur empfohlenen Schlafdauer unten im Text. Also Learning für heute. Über die Analyse der Genexpression von bis zu 25 Tag-, Abend- und Nachtaktiven Genen wird der DILMO ermittelt. Dieser ist Basis für die Chronotypeneinteilung. Im kommenden Chrono-Quickie geht es um die Frage, was ist die Masterclock? Deswegen, wenn dich das Thema Chronobiologie interessiert und du mehr wissen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier erfährst du alles in kurzen, wissenschaftlich fundiert, aber einfach erklärten Quickies. Und wenn du nichts verpassen willst, aktiviere die Glocke. Du hast Fragen? Schreib diese in den Kommentar, ich antworte darauf oder erstelle einen Chrono College Quickie dazu, wenn es eine interessante Fragestellung ist, die noch nicht in einem Quickie verewigt wurde. Im Text unten findest du meine Website mit Infos zu mir und meiner Person sowie einen Link zu unserem Shop mit unseren Leistungen. Ich wünsche dir einen ausgeschlafenen Tag und bleib rhythmisch.